Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Vlog von mir. Heute ist Montag, der 8. März und auch Weltfrauentag. Und ich dachte mir, zur Feier des Tages lassen wir es heute mal ganz entspannt angehen. Ich habe mir hier einen kleinen Kaffee gemacht. Und werde dann gleich ein bisschen entspannt mein Bullet Journal für diese Woche vorbereiten, also den Weekly Spread machen. Und später kommt dann endlich mal wieder Emma zu uns, also unser Patenhund. Ich glaube, so die neuen Zuschauer kennen sie einfach noch gar nicht, weil sie so lange nicht mehr bei uns zu Hause war. Wir waren jetzt immer nur mit ihr Gassi. Es lag daran, dass die Besitzerin von Emma eine OP hatte, durch die sie dann selber eine Weile zu Hause war und dementsprechend auch keine Betreuung für Emma brauchte. Aber jetzt geht sie wieder arbeiten und wir kriegen Emma heute wieder. Und ich freue mich voll, weil heute ist richtig schönes Wetter. Und ich habe einfach voll Lust, mit ihr dann auch in den Park zu gehen, ein bisschen zu spielen und ne, was man eben so mit Hunden macht. Genau, und ansonsten werde ich mal schauen, was ich euch noch so zeigen kann in diesem Vlog. Es ist jetzt tatsächlich gar nicht so viel geplant für die nächsten Tage. Also ich werde dann wahrscheinlich morgen oder heute Abend, je nachdem, wann ich es schaffe, noch die Wohnung ein bisschen putzen. Das kann ich euch noch ein bisschen zeigen, ne? So ein bisschen Cleaning-Inspo und dann mal schauen. Ich zeige euch mal mein Bullet Journal Setup. Und zwar habe ich hier meine Aquarellfarben. Der Kasten ist von Winsor & Newton. Moment, die Marke hier. So rum. Ja, dann habe ich da das Wasser dazu und dann die Pinsel dazu. Hier habe ich so ein paar Kalligrafiestifte, also einfach so Feinliner in verschiedenen Stärken. Einen goldenen Gelstift und einen weißen Gelstift und hier habe ich meine Pinselstifte. A lot of stuff. Dann habe ich hier, die Dinger sind wirklich Gold wert, so Fotokleber. Die gibt es bei DM und Rossmann und damit kann man halt Fotos gut ankleben, ohne dass dann irgendwann die Ecken abstehen. Dann habe ich hier so ein Frog Tape. Das benutze ich immer. Moment, ich zeige euch mal eine Seite. Ja, hier hat es zwar nicht ganz so gut funktioniert, aber hier habe ich das an der Seite rangeklebt, damit man dann halt so eine schöne, also eigentlich scharfe Kante mit Aquarellfarbe hat, aber ich habe da einfach ein bisschen wahrscheinlich schludrig gearbeitet, keine Ahnung. Dann habe ich hier eine goldene Farbe, da fragen auch mal viele, wo die her ist. Die ist von Royal Flash, die habe ich bei Amazon gekauft. Eine weiße Acrylfarbe, dann hier verschiedene Bilder, die mache ich immer so in den Hintergrund. Washi Tape, ein Geodreieck und meinen Kaffee, genau. Und das ist übrigens die Seite von letzter Woche. Also ich mache das immer so ein bisschen rückblickend. Also für mich ist das Bullet Journal eher so eine Art Tagebuch und nicht so eine Art Planer. Deswegen schreibe ich immer so Sachen auf, die passiert sind und nicht unbedingt Sachen, die ich plane. So, ich habe hier mal den Prozess ein bisschen abgefilmt. Und zwar suche ich mir zuerst mal aus meinen Musterfotos ein paar passende aus. Hier habe ich mich einmal für so einen babyblau gepunkteten Hintergrund entschieden. Und dann habe ich noch ein Bild mit Blumen gefunden, wo das Babyblau auch nochmal wieder aufgetaucht ist. Da habe ich das so ein bisschen abgerissen und dann unten quasi an die Kante nochmal dran geklebt mit so einem Bastelkleber. Ich muss mir unbedingt mal wieder Uhu oder halt irgendwie so einen normalen Leimstift kaufen. Dann habe ich versucht, diese Farben von den Rosen nachzuempfinden in meinem Aquarellkasten und habe auf die andere Seite einfach so Kreise hingemalt und dabei darauf geachtet, dass 4 Kreise relativ groß sind. Das sollen dann die Kreise für die jeweiligen Tage sein. Und ansonsten habe ich dazwischen noch verschiedene große Kreise gemacht, damit es quasi auch ein Muster ergibt am Ende und dann dazwischen noch so ein paar kleine schwarze Punkte hingemalt. Und auf die andere Seite habe ich dann 3 Streifen ausgeschnitten, damit ich dann auch vernünftig darauf schreiben kann, weil man auf so einen Fotohintergrund nicht so gut schreiben kann. Das sollten ja die Hintergründe für die jeweiligen Tage werden. Und dann habe ich angefangen mit so einem Brushpen, also so einem Kalligrafiestift und einer relativ wackeligen Hand, da Freitag, Samstag und Sonntag hinzuschreiben und dann immer so eine kleine Abtrennung zu machen. Und dann ist mir eingefallen, dass ich dann diesen Rahmen noch vervollständigen kann. Und dann sah es aber irgendwie komisch aus, das seht ihr gleich, Moment. Und dann habe ich gedacht, okay, ich male den Hintergrund dann einfach nochmal mit Blau aus, also mit dem Blau, was ich vorher schon angemischt hatte, so dass es halt aussieht, als wäre die Schrift so die Kante. Dann habe ich mir einen dünneren Fineliner genommen und nochmal diese Kreise so ein bisschen messy umrandet, also so ganz unordentlich, weil ich das irgendwie mega cool finde, diesen Look. Und dann zum Schluss noch in diese großen Kreise die Wochentage eingeschrieben, nochmal mit einem weißen Gelstift Punkte unten drunter gemacht und dann auch noch auf der anderen Seite so ein paar Punkte vervollständigt. Und zum Schluss habe ich noch mit meiner goldenen Farbe Kreise an die Wochentage gemalt. So sieht das Ganze jetzt aus, wenn es fertig ist. Ich habe jetzt hier noch das jeweilige Datum hinzugefügt und wie gesagt, dadurch, dass ich das Bullet Journal nicht zum Planen verwende, sondern eher als Tagebuch, steht jetzt hier noch nicht so viel drin, sondern wird dann an dem jeweiligen Tag erst hinzugefügt. Warte.
Welche Seite willst du nehmen? Links oder rechts? Richtig, aber ja, hast du wieder verkackt, Schatz. Hier sind. Oh, wie sind wir traurig? Okay. Jetzt Bananen nass. Herrlich. Okay. Hier. So, hier. Guck mich hier. Mach ich das rein? Jetzt. Bitte, such. Da, ganz rechts, den muss aufmachen. Ja? Ja, voll. Jetzt erdrückt. Emma hier. Immer falscher Ort. Emma, du bist dran vorbei. Irgendwann hat sie es dann realisiert, dass sich das Leckerli noch in meiner Hand befand und wir sind dann später auch noch ein bisschen mit ihr rausgegangen und ich habe euch hier mal diese Location abgefilmt, wo wir waren. Also das war irgendwie so ein künstlich aufgeschüttetes Gebiet, wo man so voll die krasse Hügellandschaft hatte. Ich fand das mega cool. Es hat ja auch super viel Spaß gemacht, dort mit uns spazieren zu gehen. Emma wurde jetzt abgeholt und ich habe uns hier so ein lazy Abendessen gemacht und zwar ist das hier einmal so ein Wokgemüse, also so ein Tiefkühl-Wokgemüse mit noch ein bisschen Grünkohl und dazu habe ich hier Erdnussöl ran gemacht, damit das nochmal diesen Erdnuss-Taste bekommt und nochmal so eine fertige Teriyaki-Soße, die feiere ich auch ziemlich. Die ist von Rewe und dann habe ich noch ein Blech Nuggets gemacht und das lassen wir uns jetzt schmecken. Zum Nachtisch gibt es jetzt noch diese Paradiescreme, die haben meine Eltern immer und ich esse die immer, wenn ich dort bin und habe die jetzt einfach mal selber geholt. Ich liebe diese Sorte weiße Schokolade, das ist einfach göttlich. Also das muss man einfach so mit Milch anrühren und dann so mit dem Mixer quasi schaumig schlagen. So sieht es aus, wenn es fertig ist. Also von der Konsistenz her ist das irgendwie so ein Mittelding aus, weiß nicht, Panna Cotta und Pudding irgendwie. Ja, einfach echt so lecker. Und wir schauen jetzt noch die Staffel von 2020 von Promis unter Palmen, weil wie ihr ja alle wisst, haben wir und besonders ich ein großes Herz für Trash-TV und da jetzt aktuell gerade noch nichts kommt, also Temptation Island wäre ja eigentlich angelaufen, aber irgendwie haben die das jetzt auf März verschoben, also Mitte März. Nächste Woche fängt das, glaube ich, an. Genau, haben wir uns jetzt erstmal was anderes gesucht. Genau, und das war's dann erstmal für heute. Dann geht's morgen weiter mit dem Vlog. Am Dienstag habe ich den Tag mit einem Workout gestartet und zwar ging es hier los mit Overhead Press, also das ist eine Übung für die Oberkörperdruckkette, also es werden dadurch die Schultern gestärkt, der Trizeps und auch die Brustmuskulatur. Ihr müsst mal ein bisschen darauf achten, dass ihr die Ellenbogen relativ parallel zum Körper lasst, also bei mir sieht es jetzt aktuell ein bisschen so aus, als ob ich die so nach außen drücke, vielleicht mache ich das auch, aber eigentlich achte ich da immer drauf und dass ihr die Handgelenke relativ gerade lasst. Als nächstes habe ich hier TRX-Züge gemacht. Also ihr könnt euch gerne mal nach so einem TRX-Band umschauen. Ich habe euch aber auch mein Trainingsequipment in der Infobox verlinkt. Das mache ich immer in die Tür rein und dann kann man sich daran so hochziehen. Das ist eine super Übung für den Rücken, denn ein starker Rücken ist auch wichtig, auch wenn das jetzt wahrscheinlich für viele Mädels nicht so der Fokus ist. Also einige setzen hier den Fokus auf Bauch, Beine und Po, aber der Rücken ist auch sehr wichtig für eine aufrechte Körperhaltung. Und als letzte Übung habe ich noch Lunges gemacht. Also wie ihr seht, ich mache eigentlich immer nur 3 bis 4 Übungen, also meistens eine Übung für den Oberkörper, für die Oberkörperdruckkette, eine Übung für die Oberkörperzugkette, also die TRX-Züge waren für die Zugkette, also für den Rücken und für den Bizeps zum Beispiel auch. Und dann mache ich meistens noch eine Übung für die Beine und eventuell noch eine Übung für die Rumpfstabilität bzw. den Bauch, aber das habe ich an dem Tag nicht gemacht, sondern eben einfach nur die Lunges. Falls ihr bei Ausfallschritten ein paar Probleme mit dem Gleichgewicht habt, probiert mal die Beine nicht in einer Linie hintereinander zu stellen, sondern so ein bisschen schrittbreit auseinander, dann habt ihr viel mehr Gleichgewicht und wackelt nicht so rum mit den Beinen. Also sonst ist mir das nämlich auch immer so gegangen, dass ich da gefühlt fast umgefallen bin. Das Set, was ich hier trage, besteht einmal aus dem Pearl Top von Oceans Apart und einmal aus der Honey Pant. Ich liebe diese hellen Sachen total für den Frühling und Sommer, weil da sieht man einfach so braun aus, selbst wenn man es eigentlich nicht ist. Also ihr seht ja in den anderen Sequenzen, dass ich eigentlich nicht besonders braun bin. Hier seht ihr nochmal, wie das Pearl Top von hinten aussieht. Also es hat überkreuzte Träger, die auch ein bisschen breiter sind und die Leggings hat natürlich wie alle Leggings von Oceans Apart so einen Shapewear-Bund, der den Bauch sehr angenehm formt. Also das ist nicht unangenehm oder tut weh oder schneidet ein, sondern ist wirklich ein sehr angenehmer Shapewear-Bund. Hier an der Seite habt ihr nochmal diese schönen Mesh-Einsätze. Ich finde das echt, ich finde die Leggings so wunderschön. Und am Hintern sind auch nochmal solche Nähte, die den Booty sehr gut hervorbringen. An der Seite habt ihr dann auch nochmal so eine Einstecktasche, das seht ihr gleich. Und ich habe natürlich auch heute wieder einen Oceans Apart Rabattcode für euch. Und zwar lautet der passend zum Frühling Eleanor Spring. Und damit bekommt ihr ab einem Mindestbestellwert von 79 € ein
Teil gratis dazu und einmal 30% Rabatt. Ich habe euch die Seite von Oceans Apart auch nochmal in der Infobox verlinkt. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und ein bisschen stöbern. Ich habe mich jetzt geduscht und ein bisschen was zum Mittag gegessen und werde jetzt den Wohnungsputz in Angriff nehmen. Und Leute, ich habe original zero Bock da drauf. Also wirklich gar keinen Bock da drauf gerade. Aber wir machen das trotzdem. Ganz viele von euch fragen mich immer, ja, wie motivierst du dich zum Sport? Wie motivierst du dich zum Putzen? Hierfür, dafür. Das Ding ist, ich kann mich dafür auch nicht motivieren im Sinne von, ich mache irgendwas und dann fühle ich mich so motiviert, das zu machen. Also meistens nicht, manchmal schon, aber oft eher nicht. Sondern was ich mache ist, ich fange einfach an, mache mir dann irgendwie das Ganze ein bisschen spaßig, indem ich, keine Ahnung, irgendein Video im Hintergrund laufen habe und das über Kopfhörer anhöre beim Putzen oder irgendwie nice Musik anhöre beim Sport machen. Und wenn ich dann einmal drin bin, dann geht es meistens und dann finde ich auch den Spaß daran. Deswegen schnappe ich mir jetzt einfach meine Kopfhörer und dann kann es losgehen. It's a colorful night, got red eyes, but it's all blue. Those colorful eyes, they don't shine like they used to. The city don't want us, babe. We won't survive this place. The city don't want us. The city don't want it. And if I would lie and stay, it wouldn't feel the same. I won't lie. No, honestly, it doesn't feel like home, like home. Home, feel like home. A faded mind, so we stay blind. So, ich bin jetzt fertig mit dem Putzen und das ging tatsächlich eigentlich ganz gut. Also ich hatte die ganze Zeit so funny Videos im Hintergrund angehört mit Kopfhörern. Normalerweise höre ich eigentlich so oder versuche so ein bisschen educational Stuff zu hören, also irgendwie Podcasts oder irgendwelche Videos, die irgendeinen Mehrwert haben, aber heute war das nicht der Fall. Heute muss es einfach irgendwas sein, was mich so ein bisschen abgelenkt hat. Und tatsächlich hat das ganz gut funktioniert. Und jetzt habe ich Abendessen gemacht. Moment, ich zeige es euch kurz. Und zwar ist das hier Champignon-Rahmhähnchen nach Maggi-Art. Ist heute mal wieder was Schnelles, genauso wie gestern. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich in letzter Zeit nicht so große Lust zu kochen. Und hier tümpeln gerade noch diese Mie-Nudeln rum. Also das sind so... ich weiß nicht, was eigentlich der Unterschied zu normalen Nudeln ist, aber das hier sind insgesamt nur, ich glaube, 100 Gramm oder so trockene Nudeln. Aber das ist so viel geworden, also viel mehr, als wenn man jetzt irgendwie das mit Spaghettis machen würde. Also keine Ahnung, wie das funktioniert. Die gieße ich dann gleich noch ab. Also die müssen nur so ein bisschen in Wasser aufquellen, nicht kochen. Und dann kommen die entweder noch hier rein oder wir essen die einfach dazu. Ja, wahrscheinlich wird es so werden. So, ich habe jetzt gerade noch ein bisschen gelesen und zwar die Kunst des klaren Denkens. Das hatte ich ja letztens mit euch in meiner $1 Billion Morning Routine angefangen, also das Video, was vor diesem hier kam. Und bin jetzt schon ein Stück weit gekommen und muss sagen, dass ich das echt gut finde. Also irgendwie von allen Büchern, die ich bis jetzt so in diese Richtung, sag ich jetzt mal, Persönlichkeitsentwicklung oder halt Mindset allgemein gelesen habe, finde ich das irgendwie echt so am besten, halt auch wie es so aufgeteilt ist. Also das sind halt so mega die kurzen Kapitel irgendwie. Für jemanden, der also erstmal so ein bisschen in das Lesen wieder reinkommen muss, ist das wahrscheinlich ziemlich praktisch. Also hier, Moment, so, das sind irgendwie so 3 Seiten und das war es halt auch schon mit dem Kapitel. Also pro Denkfehler habt ihr da irgendwie so ein Kapitel. Und Bilder drin, ne? Ich werde jetzt noch ein bisschen weiterlesen und dann aber auch später gleich ins Bett gehen und den Vlog jetzt an dieser Stelle auch beenden. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat, mal wieder zuzuschauen bei mir und meinem aktuell nicht sehr spannenden Leben. Wird Zeit, dass man mal wieder was machen kann hier, dass ich euch auch mal ein bisschen was Cooleres zeigen kann im Vlog. Aber ich glaube, das geht ja jedem von euch so aktuell, dass man einfach nie so viel machen kann und das halten wir auch noch durch. Es sind ja schon Lockerungen im Gange und dann hoffe ich doch mal, dass es bald wieder ein bisschen losgehen kann hier. Ja, ansonsten abonniert für mehr, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ihr könnt mir gerne auch auf Instagram und neuerdings auch auf TikTok folgen. Da poste ich in letzter Zeit sehr viel so sächsischen Content. Also falls euch das interessiert, könnt ihr da auch mal vorbeischauen. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer noch eine ganz tolle Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und bis dahin, tschüss.